Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir haben es Epic Event, ja, zum Teil. Wir haben es Tag des heißen Eisens, glaube ich, und Epic Event. Epic Kauf Extravaganza. Und das Ding ist, ja, eigentlich braucht keiner mehr dieses komische Epic Event, weil es gibt ja die Legendary Dungeons. Also warum sollte man noch blättern am Epic Event, ne? Das Einzige, wofür man noch das nutzen kann, ist, falls man so jemand ist wie ich, der ein bisschen mehr möchte vom Spiel und ein bisschen höher vielleicht in der Rangliste will und sich irgendwann mal ein bisschen abgrenzen möchte, dann kann man sich mal hin und wieder ein paar Epics aus dem Waffenladen holen. Ja, das Ding ist halt, dass man für die Waffen sehr viele Kristalle bekommt, wenn man diese dann auch noch in die richtige Form umwandelt. Das heißt, man kann das Aussehen ändern der Waffe, ne? Das geht ja alles und durch das Aussehen kann man sich mehr Kristalle holen. Ne? Habe ich euch ja schon mal gezeigt, den Trick, wie das Ganze funktioniert. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen mal an. Eigentlich würde ich das nicht mehr machen, weil, wie gesagt, es lohnt sich halt null, so viele Pilze auszugeben, um dann darauf zu hoffen, dass dann vielleicht eine Waffe kommt oder halt ein anderes Epic. Das Ding ist aber, wir haben jetzt auch nicht so viel Gold. Ne? Und wir haben Gold für 4 Waffen insgesamt. Ob überhaupt Waffen kommen, ist die andere Sache. Und es ist eigentlich auch nicht großartig, ja, wenn man jetzt, ich sag mal, die Pilze nicht so doll rausfeuern möchte, ist es nicht worth. Das Ding ist aber, dadurch, dass ich halt mein Equipment noch ein bisschen verbessern möchte, ist das halt eine freie Ressourcenquelle, wo man sich halt Kristalle, ja, erkaufen kann, mehr oder weniger. Und, wie gesagt, wir haben Gold für 4 Waffen. Und ich würde das Ganze, das muss ich auch nochmal... da haben wir schon eine Waffe, sehr nice, sehr, sehr cool. Ich glaube, das ist sogar eine Waffe, die brauchen wir nicht mal verzaubern. Ja, Eisschaden, 60% haben wir hier auch, das ist natürlich sehr nice. Aber wir gucken gleich mal, ob wir das irgendwie verzaubern können. Oder ob wir das dingsen können, wie heißt das? Das Aussehen verändern, um noch mehr Kristalle rauszubekommen. Ja, aber ich mache mal kurz weiter. Das Ding ist, wenn ich jetzt nicht YouTube machen würde, dann würde ich das Ganze, glaube ich, auch nicht machen. Das Ding ist aber, dadurch, dass ich das hier gerade mache, ist das nochmal irgendwo ein cooler Mehrwert, sag ich mal, für euch, weil dadurch entsteht dann nochmal ein cooles Video. Ne? Die Pilze würde ich sonst eher sparen, weil ich bin ja auch ein sehr sparsamer Spieler, so abseits von solchen komischen Aktionen, die ich hier bringe, ja, oder wenn es halt Legendary Dungeon ist. Dann spiele ich auch sehr sparsam. Allerdings, ja, wie gesagt, kann man sich das mal gönnen und für euch entsteht dann halt ein cooles Video. Ich weiß, dass ihr sehr gerne das sehen wollt, wie Pilze verbraten werden und deswegen ist das ganz nice. So, wir sehen hier, mit der Waffe haben wir tatsächlich Glück gehabt, dass wir hier 60% gefunden haben. Nice, haben wir schon die nächste, weil das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich, dass wir gemaxte Runen finden. Das ist nämlich, also unser Arena-Manager ist schon relativ weit. Allerdings ist er jetzt noch nicht so weit, dass man sagen könnte, jo, wir finden jetzt nur noch gemaxte Runen. Ne? So weit ist es leider nicht. Ne? Wäre ich gern so weit, ist es aber nicht. Kommen wir aber nochmal irgendwann eines Tages hin. So, ne? Und deswegen bin ich auch immer noch fleißig dabei, den Arena-Manager weiter auszubauen. Ne? Weil kostet ja nichts. Ne? Also ich resette den immer noch mal fleißig. Und deswegen, ist es auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Gut, wir haben 2 Waffen jetzt bisher gefunden. Wir gucken gleich mal, ob wir das auch irgendwie, ob wir da noch irgendwie das Aussehen ändern können. Ne? Das wäre noch sehr nice. Ich denke mal schon, dass wir das noch, dass wir da noch mehr Kristalle rauskriegen. So, ansonsten gucken wir gleich mal. Wie gesagt, so weit runter wollte ich mit den Pilzen auch nicht. Ich dachte, wir kriegen hier relativ schnell die 4 Waffen, aber es ist ja auch immer, ne, ist halt nicht garantiert, dass man so schnell die Waffen hier bekommt. Da können wir auch mal ziemlich fett auf die Schnauze kriegen, weil das kann nämlich mal auch nach hinten losgehen. So garantiert ist es nämlich nicht, dass wir relativ schnell Waffen bekommen. Ne? Außerdem, wie gesagt, es lohnt sich halt überhaupt nicht. Ne? Es sei denn, man will wirklich nur die Kristalle, so wie ich, durch die Waffen, weil
die Waffen sind halt eh deutlich schlechter, weil ich bin komplett legendär ausgerüstet. Und der nächste Leggy Dungeon ist nicht weit entfernt. Und da bekommt man ja auch sehr viele Waffen und sehr viele andere epische Gegenstände. Und genau, da kann man sich eigentlich genug damit versorgen, dass man genug Waffen hat, genug Epics, die man dann zerlegen kann, die man umwandeln kann, etc. pp. Ne? Und deswegen, macht das zu Hause nicht nach. Ja, ihr macht kein YouTube, also könnt ihr auch nicht irgendwo das Geld so ein bisschen irgendwie wiederbekommen, so wie das bei mir der Fall ist, ne? Und deswegen, so. Wir hatten aber trotzdem relativ gut Glück, sag ich mal, mehr oder weniger, ist Ansichtssache. Wir gucken mal in den Schmiedesimulator rein. Wie gesagt, ich hatte hierzu schon ein ausführliches Video mal gemacht. Da erkläre ich jetzt nichts mehr weiter zu, wie das Ganze hier funktioniert. Ne, wir haben hier unser Tool. Jetzt müssen wir hier immer switchen. Wir haben hier 3, 2, 1, 6. So, das merke ich mir immer so hier am besten. Dreier-Epic. Höchstes Attribut. Was sind wir hier bei Magier? Achso, die Waffe müssen wir natürlich eingeben. Wir haben hier den Herzchenstab. Was war es jetzt nochmal? 3, 2, 1, 6. Ich kann mir das immer so nicht merken. So, 3, 2, 1, 6. Maximaler Schaden. 3, 8, 0, 4. So, 3, 8, 0, 4. Und 1870 haben wir hier. 1870. Und wir überprüfen nochmal. Das Ganze bringt 3892 Kristalle. Ja, ist richtig. Mal schauen. Wenn wir es jetzt hier verzaubern. Hier kriegen wir 3200 plus. 3300. Okay, also das Süßigkeiten-Ding, das bringt uns 7200 knapp. Also verwandeln wir das hier aus den Ändern in die Zuckerstange. So, zack. Und haben jetzt quasi 10 Pilze investiert und haben wie viel jetzt bekommen? Wie viel war es vorher? 3900 oder so? Keine Ahnung. Also knapp, was weiß ich, für 10 Pilze jetzt 3000 Kristalle mehr. Das ist auf jeden Fall ein Tauschgeschäft, was man machen sollte, wenn man auf Kristalle aus ist, so wie ich. Ne? Und dann zerlegen wir den Gegenstand und haben ein paar Kristalle gefarmt. So, das Ganze machen wir jetzt mit den anderen 3 Waffen auch noch. Wir haben es ja jetzt auch gerade, das lohnt sich ja natürlich, ne? Und ich denke mal, das geht auch mit einher. Die meisten kaufen sich Epics und zerlegen die dann gleich, deswegen habt ihr 15 Zerlegpunkte. Ich denke mal, das machen die meisten so oder ist beabsichtigt, dass das so gemacht wird, deswegen nicht ohne Grund sind diese 2 Events gleichzeitig. 2, 4, 1, 8. So, goldene Krücke. Waffen, wo ist sie hier? Da, zack. Auch einer meiner Lieblingswaffen. 2, 4, 1, 8 war das. So, 2, 4, 1, 8 und 4, 6, 0, 2. So, 4, 6, 0, 2 und wir haben hier 1, 8, 6, 8. So, 1, 8, 6, 8. So, ich überprüfe das immer nochmal, ob das stimmt. 5426 oder so. Jo, das stimmt. So, 1200 bekommen wir, 1800. Okay, das ist die Frage jetzt so. Für 1800, ob sich das jetzt lohnt, ne? Sich das Item hier zu verzaubern. Warte mal, war es eigentlich Dreier? Das war ein Dreier-Attribut-Ding, ja. Okay, wir könnten es auch in die Toilette schmeißen. Da würden wir noch ein bisschen mehr bekommen. Wir könnten aber auch verlieren an Ressourcen. Ne? Mal gucken, haben wir nochmal in die Toilette. Wir könnten es in die Toilette hauen. Oder verzaubern. Oder wir hauen es in die Toilette und dann können wir es immer noch verzaubern. Nicht verzaubern, sondern das Aussehen ändern. Ne? Vielleicht kriegen wir da sogar noch ein besseres Item durch. Wir hauen es mal in die Toilette rein. Okay, jetzt haben wir hier das blaue Breitschwert. Das ist ein Krieger-Ding. Mal gucken, was wir da herbekommen. Kriegerwaffe. Blaues Breitschwert, meine absolute Lieblingswaffe. So, 1-0, 7-4 haben wir hier. 1-0, 7-4.
2045. 2045 und 934. Zack. 934. So, mal schauen, was bekommen wir hier. Das Dreier-Ding habe ich eingegeben hier. Minus 220. Okay, gut. Dann war das jetzt ein Fail von meiner Seite. Ja, ich dachte, wir kriegen da vielleicht nochmal eine etwas bessere Waffe raus, wenn wir die noch verzaubert kriegen, aber die Kriegerwaffen sind halt jetzt nicht so worth wie die Magierwaffen. Also haben wir hier jetzt quasi Verlust gemacht. Gut, wir haben unsere Klo-Aura gesteigert. Mal gucken, kann mein Bertram damit... der könnte sogar was damit anfangen. Dann gebe ich das einfach Bertram, ne? Wenn ich einen schwarzen Edelstein noch bekomme oder einen mittleren Orangen Edelstein, dann kriegt ihr meinen Bertram. Nochmal 5% mehr Schaden und eine bessere Range und halt mehr... Gut, dann war es doch nicht ganz so verkehrt. Ne? Also, okay, also wenn man jetzt auf Kristalle aus ist, sollte man jetzt vielleicht nicht das unbedingt in die Toilette werfen, weil man bekommt nicht immer bessere Items. So, 2708 haben wir hier. Schauen 2708 zu 4340. So, 4340 und 1560 haben wir hier einmal. 1560. So, mal gucken. Plus minus 0 ist das gleiche. 1000. Ja gut, bringt uns 1000 mehr, aber die bringt schon relativ viel Kristalle an sich so. Ja, Bezweifler, Bezauberer. Aussehen ändern. Machen wir das normal. Gibt ein Tausender plus. Zack, boom. 7100. Gegenstand zerlegen. Gut. Jetzt haben wir die letzte. Das ist die Sense mit Dreier-Stat. Machen wir Dreier-Stat rein und dann nochmal Waffen. Jetzt ist Sense hier. Und 3225. Mindestschaden 3225. Und 3795. So, 3795. Und dann haben wir hier 1862. Höchster 1862. 4300 bringt die. Okay. Gut, mal schauen. Da bekommen wir mehr. Hier kriegen wir nochmal 3k mehr Kristalle durch den Flasher. Das ist natürlich sehr nice. So, Aussehen ändern. Mal den Flasher hier. Was ist der Flasher? Auch eine sehr geile Waffe. Boom. So, 7200. Gegenstand zerlegen. Zack. Okay. Gut. Dann haben wir ein paar mehr Kristalle jetzt gemacht. Aber wie gesagt, das Ganze ist jetzt nicht so worth, weil es ist schon sehr pilzintensiv. So, ich weiß jetzt nicht genau, was ich vorher hatte, da hätten wir mal vielleicht drauf schauen können, aber gut, kann man sich auch vielleicht 7, 14, wir haben wahrscheinlich jetzt 21.000 Kristalle gemacht. Wenn jetzt jede Waffe so etwa 7k gebracht hat, ne, kann man sich drüber streiten, ob es so worth ist oder nicht. Wir haben relativ viele Pilze dafür ausgegeben. Ne? Außerdem haben wir auch 4 Skillpunkte dafür jetzt ausgegeben. Das muss man halt auch immer nochmal immer bedenken, ne? So umsonst ist es ja denn da auch nicht, aber es ist halt mehr pilzintensiv als alles andere so, ne? Ja, gut. Ich werde wahrscheinlich zum Legendary Dungeon mich wieder zuknallen mit Epics, das ist klar, ne? Und da werden wir auch alles schön zerlegen, ne? Eine Waffe behalte ich immer noch, weil die hat 60%, jetzt haben wir noch eine zweite mit 60%, das ist beides Eisschaden, ne? Ja, okay. Ich würde am liebsten alle 3 Attribute mal haben, mit alle 3 Elemente. Also alle 3 verschiedene mit 60%, aber habe ich noch nicht gefunden. Wie gesagt, mein Arena-Manager ist dahingehend auch noch nicht so hoch. Ne? Ist immer sehr glücklich, wenn ich mal was anderes finden sollte, oder wenn ich mal eine 60% Runde finden soll. Gegen ihn habe ich in letzter Zeit gar keine Chance irgendwie. Ja, gut. Okay, ja, das war es aber erstmal soweit zum Epic-Event. Ja, ein kleiner Exkurs, ein paar Pilze haben wir gewastet. Hielt sich noch vielleicht gerade so im Rahmen. Ein paar Kristalle haben wir dafür bekommen. Das ist natürlich sehr cool, damit wir bald auch das letzte Item hier im Bunde auf plus 12 verbessern können. Danach haben wir hier alles plus 12. Das ist sehr nice. Und ja, ansonsten, wie gesagt, macht das nicht nach, wenn ihr da irgendwie, keine Ahnung,
ja, nicht Erster auf eurem Server werden wollt. So, ne? Wenn ihr Erster werden wollt, dann würde ich das vielleicht euch empfehlen, ja, ne? Wenn es euch die Pilze wert ist. Ansonsten ist es das halt eben nicht wert, so viel Pilze dafür zu investieren. Ne? Ihr habt es gesehen, so viel bekommt man jetzt da auch nicht raus. Ne? Gut, das war es soweit von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.